Ich habe auf jeden Fall das Go von meinem Papa bekommen, dass ich das mit euch gemeinsam hier machen darf, egal was uns hier entgegenkommt. Also kann ganz cool werden, seid gespannt. Moin zusammen, herzlich willkommen hier auf Johns MOBA, und was ihr jetzt hier vor euch seht, das wird uns jetzt wahrscheinlich ein paar Videos lang begleiten, denn das schaffen wir nicht in einem kurzen Video. Und zwar war ich bei meinen Eltern zu Besuch und mein Vater folgt dem Channel hier auch immer ganz aktiv und sagte: Jung, das kannst du bestimmt gebrauchen, oder vielleicht kannst du das eine oder andere davon brauchen. Und ihr seht schon, wir haben hier Rollmaterial, 2 Weinkästen voll, das werden wir uns anschauen, und wir haben hier Zubehör. Ich greife jetzt schon mal hier einmal rein, da seht ihr so zum Beispiel Viking-LKWs, und das werden wir auch stückweise mal durchgehen, quasi so als eine Art Mega-Konvolut, und dann schauen wir mal, was wir davon noch wie verwenden können oder nicht. Wir starten heute mal mit einer von den Schubladen hier, dann wird das Video, glaube ich, nicht zu lang. Wird eine coole Sache, ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei, und jetzt mache ich erstmal ein Setup, dass wir hier mit einem von diesen Pappkästen auch starten können. Ich denke, wir haben jetzt hier ein ganz gutes Setup erstmal gefunden, und zwar habe ich hier hinten quasi einen Pappkarton mit so verschiedenen Tüten. Da kommen die Sachen rein, von denen ich denke, die kann man später noch verwenden, aber die möchte ich jetzt nicht direkt vielleicht nach draußen stellen. Dann habe ich hier für uns die Ablage für die Fahrzeuge und Dinge, die wir direkt erstmal nach draußen stellen, und unten habe ich hier noch den Papierkorb für das, was definitiv sofort weg kann. Und jetzt spanne ich euch mal nicht auf die Folter, wir legen einfach mal los. Das wird bestimmt ganz cool, was uns hier so an Sachen entgegenkommt. Ich weiß das alles noch gar nicht. Ich habe auf jeden Fall das Go von meinem Papa bekommen, dass ich das mit euch gemeinsam hier machen darf, egal was uns hier entgegenkommt. Also kann ganz cool werden, seid gespannt. Und ja, starten wir mal. Ich greife euch direkt oben rein. Das erste hier: eine leere Packung Viking-Modelle, 4 Mopeds und 4 Fahrräder irgendwie. Scheint noch ganz gut zu sein, außer dass sie halt mal auseinandergeklappt wurde, aber die tun wir mal definitiv hier in den Behaltenkasten. So, ja. Leere Streichholzschachtel. Können wir bestimmt noch Kleinteile gleich reintun, nicht wegschmeißen. Legen wir uns mal bereit und dann legen wir mal los. So, was haben wir hier? Das ist ein kleines Viking-Modell, und schade, normalerweise oder manchmal steht ja drunter, was es ist. Wenn ihr wisst, was das für Fahrzeuge sind, dann schreibt das gerne unten in die Kommentare rein. Manchmal habe ich da echt keine Ahnung von. DKW vielleicht? Ich weiß es nicht. Kommt auf jeden Fall ein super Zustand in unsere kleine Garage hier hinten. Dann, und hier steht es jetzt mal drauf, das ist ein Mercedes 260D von Viking aus Berlin West. Auch eigentlich echt cooler, guter Zustand. Das sieht jetzt so ein bisschen aus, als hätte der zu lange unter einer Laterne geparkt. Ich glaube, der war mal auf einem Weihnachtsdorf-Winterlayout, was wir mal hatten. So sieht er zumindest aus. Das ist ein Opel Kapitän von 51 aus Berlin West. Ja, ja, da. Dann hier auch anscheinend ein bisschen nachbehandelt, aber auch mit Edding, ja,
Man sollte solche Autos, glaube ich, keinen Kindern geben. Was ist denn das? Ja, steht leider nicht drauf. Also wenn ihr wisst, was das für ein Fahrzeug ist, schreibt es unten rein. Aber auch der komplett heil. Also bisher sind wir echt gut dabei. Nur heile Sachen. Das scheint ein Dreieck zu sein. Das kommt im Müll. So, dann haben wir hier einen kleinen Jeep. Auch Viking, definitiv. Ja, Scheibe fehlt und er wurde offensichtlich mit viel Liebe zum Detail nachlackiert. Und er hat ein Chromlenkrad. Aber kommt hier definitiv in die Garage. So, das ist ein Schmuckstück. Ein schönes BMW Cabrio mit cremefarbenen Sitzen und Scheibe. Ups. Und es steht auch sogar drunter, was es ist. Und zwar ein BMW 328. Auch wieder aus Berlin-West. Alles vor Wendeware. Ich glaube, das war auch kurz nach der Wende das letzte Mal aus diesem Karton hier raus. So, dann haben wir hier nochmal den 328. Diesmal in Silber mit dunkelbraun, rotbraunen Sitzen. Auch exzellenter Zustand, so wie ich das sehe. Also Lenkrad fehlt irgendwie, aber ich weiß gar nicht, ob die eins hatten. Also, einen coolen Oldtimer-Treff kriegen wir auf jeden Fall hin, da bin ich mir schon mal ganz sicher. So, ja, das gehört jetzt in die Kategorie definitiv behalten, aber wir wissen noch nicht, was wir damit machen. Das war wohl mal ein Anhänger. Ja. Ab in die Viking-Behalten-Tüte hier. Das ist auch wieder schön. Hier 4 Tankwarte. Tankwarte 4 Stück. Preis 50 Pfennig. Von Viking Modellbau Berlin. Definitiv aufbewahren. So. Davon scheinen jetzt hier 2 da zu sein. Das sind, glaube ich, so Verkehrsinseln. Ich tue die mal zu den Autos hier. Und dann gucken wir doch mal weiter. So. Dann haben wir hier nochmal Viking. Und zwar ist das VW 411. Jo. Auch eigentlich ordentlicher Zustand. Dann haben wir hier einen Trabi ohne Dach. Also vielleicht hatte der mal ein Blaulicht hier oder so. Ist von Herpa, made in West Germany. Das ist ja auch cool. Also der Trabant 601. Und zwar der einzige, der in Westdeutschland hergestellt wurde. Da haben wir ihn. Und dann passend quasi zum Trabant den Mercedes 540k Cabrio dann wahrscheinlich. Exzellenter Zustand, sogar ziemlich cool. Also ich glaube, Oldtimer-Treff in Fredhauen ist die Ansage. Ui, wir waren eben beim Trabi. Hier ist noch einer. Interschutz. Ich weiß nicht, was Interschutz ist. Keine Ahnung. So, der ist aber nicht von Herpa. Ja, steht auch 601S. Weiß ich gar nicht. Steht hier drauf. Könnt ihr das lesen? 601S steht da hinten. Ist auch egal, was das S hier bedeutet. Kein Plan. Ja, lustiges Modell. Das ist, vielleicht ist der Trabi denn hier nicht in Westdeutschland produziert worden. Stellen wir mal zu dem anderen. Der gehört eigentlich, glaube ich, in eine andere Schublade. Ich habe gesehen, es gibt auch eine Schublade noch komplett mit Feuerwehr und Polizei.
So, jetzt wieder Kategorie Laternenparker oder Scheunenfund, wenn ihr das hier seht. Das scheint aber, wir hatten mal so ein Weihnachtsdorf, so ein beleuctetes. Und da standen da auch ein paar Fahrzeuge, der wohl auch. Das geht mit Wasser und Seife eigentlich super ab. Das hatte ich bei einem anderen Fahrzeug, sorry, auch schon. So, hier steht auch nicht drauf, was das ist. Viking Germany. Tja. Mercedes. Das können wir schon mal definitiv sagen. Irgendein richtig cooler Mercedes. Also Mercedes Oldtimer Treff. Das sollten wir. Treff, ja. Treff, das sollten wir vielleicht machen. Oder doch nicht. Hier, horch. 850. Wow. Schick. Auch hier, ich glaube, exzellenter Zustand. Die haben halt alle kein Kennzeichen, diese alten, ne? Seht ihr? Irgendwie nur weiß. Ich glaube, die wurden auch nachträglich weiß gemalt. Ja. Aber egal. Top-Zustand, stellen wir mal dazu. Und jetzt, jetzt geht's los. Ja. 1, 2 und ich glaube, das sieht so aus, als wäre es das gewesen hier. Haben wir zweimal Chassis. Das eine ist doch wieder ein Mercedes. Der hat doch sogar einen Stern. Hat nur keine Räder mehr, außer seinen Ersatzreifen. Schade. Ich wollte ihn schon hier fast zum Parkplatz stellen, aber wir tun den mal in die Viking zu bearbeiten Tüte. Und das hier, was ist das? Also wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare rein. Vom Chassis her, ja, auch definitiv Scheunenfund, ne? Also könnte, also ich tippe jetzt mal Rolls-Royce, aber schreibt es gerne mal rein, wenn ihr es wisst. Kommt in die Tüte, aufbewahren, kann man noch was draus machen. Dann, was ist das denn? Walter Merten, Berlin Tempelhof Miniaturplastiken, made in Germany. Also diese alten Päckchen hier, die sind ja sehr cool. Das können wir bestimmt auch noch verwenden, um da Dinge reinzutun. Wir haben hier bestimmt noch Kleinigkeiten gleich. Ja, also das ist jetzt hier so ein abgebrochenes Ding. Ich weiß nicht, ich tue das mal hier in die zweite Tüte. Das wird jetzt hier die eher Nicht-Tüte, sagen wir es mal so. Tja. Habt ihr eine Ahnung, was das ist? Also es ist noch ein komplettes Set hier davon da. Ich habe noch einen zweiten hier. Das ist irgendwie so Füße für Figuren oder so. Ich weiß es nicht. Hier ist noch einer. Ist schon benutzt. 3 davon haben wir jetzt hier. Vielleicht ist da noch mehr drin. Gucken wir mal. Also, mysteriös. Hier, das sieht so ähnlich aus. Das sieht aus wie so Radreifen oder so. Ich weiß es nicht. Ich tue das mal hier damit dazu. Das sammeln wir mal hier alles. Da kommen bestimmt noch mehr. So. Ha, was haben wir denn hier noch? Das ist doch mal ein Schmuckstück. Steht da drunter, was es ist? Also Mercedes-Stern, definitiv. Mercedes C111. Also das sieht doch so ein bisschen aus, so super Sportwagen, oder? Ja. Cooles Teil. Und dann noch in so einem sportlichen 70er Jahre Orange. Also Oldtimer-Treff sollten wir definitiv machen. Dann, was haben wir hier noch? Also, es sieht so ein bisschen aus, als käme der aus Findet Nemo oder so mit seiner Flosse hier. Was ist denn das? Tatra 87. Na, der ein oder andere hat es vielleicht direkt gesehen. Und das ist auch wahrscheinlich der einzige Tatra, der in West-Berlin gefertigt wurde. Das war ja ganz, ganz wichtig, dass was West-Berlin war. So, was haben wir hier nochmal?
Viking, also bei den günstigen Autos haben sie es anscheinend nicht draufgeschrieben. Also das ist ja hier ein... Was hat der denn da für ein Symbol? Tja, also das könnte fast ein Audi-Symbol hier vorne sein, oder? Die 4 Ringe, ich weiß gar nicht. Ist das ein Audi-Kombi, Alter? Tja, schreibt's mal rein. Also ich muss mir auch überlegen, ob der noch TÜV bekommt. Also der hat ja ganz verrostete Achslager hier. Die Achsen sind ja fast durchgerostet. Ja, also irgendwie ein Kombi, aber die sind alle echt noch in super Zustand. Rollen hier auch durch die Gegend. Das ist halt die Frage, wo wir die alle hinstellen. So viel Platz habe ich gar nicht. Ja, nochmal derselbe. Leider jetzt auch wieder nichts auf der Rückseite, was das für einer ist. Auch wieder die Ringe da vorne. Seht ihr das? Also es könnte ein Audi sein, ne? Mit den Ringen. Ja, der hat auch noch so leichte Schneereste hier. Also war der wahrscheinlich auch in dem Winterdorf unterwegs. Ah, es wird cool. Hier auch. Was ist das? VW 1500. Ja. Yeah. Und der hat sogar ein selbstgemaltes Kennzeichen hier. Kann man das sehen? Ich denke mal schon, ne? Ja. Ich glaube, die Scheinwerfer wurden auch nachträglich koloriert und sogar das Kennzeichen hinten, hinter der Anhängerkupplung. Wow, cooles Teil. Apropos Anhängerkupplung, dann haben wir hier den dazu passenden Wohnwagen. Der ist jetzt, sage ich mal, interessant koloriert. So in der Art stehen die hier in der Nähe auch teilweise in der Nähe von den Kasernen meist. Oder in der Nähe von Autobahnabfahrten an den Bundesstraßen. Da hängt dann meistens noch so ein Schild hier drin oder so. Ihr wisst, was ich meine, ne? Also, ich glaube, in der Art stelle ich ihn nicht auf, aber vielleicht kriege ich ja die Farbe hier noch wieder ab. So. Wobei das ja passend wäre, es gibt ja, glaube ich, von noch oder Preiser müsste das sein, diese Sexy Seasons, da würde er vielleicht passen. Ja, jetzt wird es schon ein bisschen enger hier, ich sehe das ja. Cooles Dreirad. Definitiv wird das seinen Platz finden auf Fredhauen. Und jetzt kommen wir hier schon in die Kategorie LKWs, und zwar ein Mercedes. Auch mit gemaltem Kennzeichen. Steht da drauf, was das für einer ist? Nein, also hier steht nur wieder, er kommt aus West-Berlin, ganz wichtig. Und ich glaube, auch hier wurde ein bisschen nachgeholfen mit Farbe. Sonst hätte der nicht so ein glitzerndes Silber. Und ich würde vom Gefühl her sagen, hier hinten fehlt irgendwie so eine Schütte oder so, sonst läuft das ja alles hier darauf aus. Aber gucken wir mal. Vielleicht kommt die ja noch. Ansonsten cooler Zustand. Also für 30 nicht, 40, 50 Jahre eher so, die der auf dem Buckel hat. Echt gut. Jetzt wird's cool. Eine Fertiggarage von Brekina. Also Brekina hatte mal richtig coole Päckchen mit Garagentor. Also ich glaube oder ich könnte mir vorstellen, dass ich die irgendwo zum Einsatz bringe. Aber da werde ich wahrscheinlich dann die Seiten zumachen. Also definitiv hier mal unter behalten. Erinnert ihr euch noch an die Fahrräder und das Moped? Ich glaube, das ist der passende Ständer dazu. Ja, sieht passend aus. Und jetzt wird es wirklich filigran. Was haben wir denn hier? Das sind Blaulichter zum Ansetzen. Sehr cool. Passt hier auch. Tun wir gleich mal da rein. Gelbe Warnlichter. Braucht man. Ne? Braucht eigentlich jedes Auto. Nochmal gelbe Warnlichter.
Dann ein... Ui, der ist sogar festgeschraubt hier. Und ich habe keinen Plan, was das ist. Also man kann den hier irgendwie aufklappen. So. Vielleicht schraube ich den mal bei Gelegenheit los. Wir stellen den mal da hinten hin. Ei. Dann nehmen wir doch mal den großen hier. Ein Esso-Tankzug. Auch von Viking, auch aus West-Berlin, ihr habt es geahnt. Eigentlich sogar schon für die Zeit damals relativ detailliert. Ersatzreifen, sehr coole Felgen und ja, hinten auch samt Tanktechnik. Also einseitig oder seitlich gar nicht beschriftet, nur hinten. Könnte ich natürlich jetzt mit neuen Decals relativ einfach wieder zu coolem Leben erwecken. Also definitiv kommt das in die Behaltenzone. Und jetzt wird es interessant. Also eine ja, leicht beschädigte Raupe. Kann man was draus machen. Ein, auch würde ich mal sagen, leicht beschädigter Dumper, aber nur leicht. Da fehlt jetzt nicht viel. Also stellen wir den mal hier zu der anderen Maschine. Dann eine Mulde oder ein, tja, also definitiv eine Ladefläche von einem LKW. Kommt zum Behalten. Ah, hier ein, seht ihr es? Könnt ihr es erkennen, was es darstellen soll? Ein Strohballen. Ja, coole Sache, aber einzeln. Tja. Also tun wir mal nicht zu den Fahrzeugteilen, sondern zu sonstigen Plastikkleinteilen, die wir hier gefunden haben. Dann ist das hier ein, ja, Made in Germany, was immer das mal war. Fahrzeugteile. Ah, hatten wir lange nicht. Blaulicht und gelbes Licht. Irgendein Männchen. Sonstige Plastikteile, ne? Sehe ich auch so. Und jetzt sammle ich mal so ein bisschen mehr für euch. Also. Ja. Cooler Pickup. Aber, wobei, könnte vom Maßstab fast noch passen. Dann, das sieht aus, als würde das aus irgendeinem Spiel stammen. 3 kleine Autos. Definitiv zu klein vom Maßstab her. Vielleicht eher so Spur N. Kommt mal auch in die sonstiges Tüte und ein, ja, vielleicht mache ich nochmal die, jetzt weiß ich es. Schaut mal, das passt da rein. Das ist die Inneneinrichtung für unseren speziellen Wohnwagen hier. Ja, gibt es nochmal in unbemalt. Sonstiges Plastik. Sind wir uns einig, ne? Dann ist das irgendein Fahrzeuginnenraum mit einem geköpften Fahrer. Ich tue es mal zu den Fahrzeugteilen, wer weiß, wofür es gut ist. Auch das hier scheint der Fuß einer Leiter oder so zu sein. Also es ist nicht eindeutig sofort als abgebrochen zu erkennen, deswegen Fahrzeugteile. Dann, ja, jetzt wird's wirklich lustig. Also wir haben hier noch 2 so
Kästchen, die sind ja immer ganz praktisch, die stellen wir hier mal dazu. Dann wieder diese Teile hier. Ich habe immer noch keinen Plan, was das ist. Kommt hier in unsere Mertenschachtel. Dann haben wir hier, das ist auch schön, so kleine Trinkpokale hier. Sonstiges, ne? Sind wir uns einig. Ganz mysteriöse. Weiß ich nicht, Kutsche, kann man das so nennen? Ja. Sonstiges. Irgendein Kranteil, also es sieht auch vom Plastik her nicht nach Fahrzeugen aus, also sonstiges. Ein kleines Verkehrsschild. Jetzt tue ich mal zu den Fahrzeugteilen. Genauso wie diesen kleinen, könnt ihr das sehen, Fahrer. Das ist ein Fahrer, der kommt ja auf Fahrzeugteile definitiv. Reifen haben wir hier noch mehrere. Also Plastikreifen. Also alles, was jetzt hier so nach Viking-Fahrzeugteilen aussieht, tue ich mal hier in diese Fahrzeugteile-Tüte. Und ist sie das? Ich schau mal. Nee, schade. Also ich dachte, das wäre vielleicht die Scheibe von dem Jeep, aber die passt da nicht rauf, die ist zu gerundet. Fahrzeugteile. Ich weiß es immer noch nicht. Diese kleinen Metalldinger hier oder diese silberfarbenen Plastikteile, die irgendwas Metallisches darstellen sollen. So, und jetzt wird es wirklich schwierig, das noch zu definieren, was hier so drin ist. Also, wir gucken mal. Das hier ist ein H0-Koffer. Tun wir mal hier rein. Kleinteile haben wir gesagt, sagen wir. Das hier ist eine Schwelle. Davon haben wir noch eine, noch eine. Also eine ganze Reihe Schwellen haben wir hier definitiv. Das ist alles abgebrochen. Das letzte Streichholz aus der Streichholzschachtel. Dann haben wir hier 50 Pfennig, einen Haufen Radsätze, also Bahnzubehör und noch einen. Und das sind, ja, die sind isoliert. Also ich weiß nicht, ob alle isoliert sind, aber ich gehe mal davon aus, wir hatten damals ein Zweileiter Gleichstromsystem, also das wird dazu passen. Tun wir wahrscheinlich am besten gleich so in den Karton rein. Kennt ihr die hier? Das scheint irgendwie so ein indischer Elefant oder so zu sein. Der ist auch heil, so wie es aussieht. Tun wir mal unter Sonstiges, ne? Ha. Fahre sicher, trinke Milch. Sehr geil. Leider nicht H0. Und ein bisschen angebrochen hier. Also ich tue den jetzt auch mal Butter. Ups. Ja, fällt hier schon vollkommen auseinander. Aber ein Bulli von Milch und Butter. Ich dachte erst, das wäre Milka, so von der Schrift her. Sonstige Fahrzeugteile. Ne? Dann haben wir hier eine Schraube. Ein Rest von einem Drehgestell. Na, wer weiß, wofür es gut ist. Ich glaube, deswegen wurde das auch bewahrt. Sonstiges. Jetzt wird sehr cool. Der scheint auch H0-Größe zu haben. Den stelle ich mal zu den Autos. Und jo. Was ist das? Ein Burgtor. Ja. Ein Burgtor, definitiv. Also Fahrzeugteile kann ich das nicht einordnen, sonstiges. Ein Taucherkäfig.
Jetzt habe ich es kapiert. Da sind kleine Taucher drin. Das ist auch der erste Taucherkäfig, den ich sehe, der einen Motor hat. Ja, weil normalerweise hängen die ja runter. Die brauchen ja keinen eigenen Motor. Also vielleicht doch eher so eine Art Tauchboot. Also definitiv nicht H0, eher N. Und ja, hier steht was. Copyright LGTI, wenn euch das was sagt. LGTI 1995. Also ich glaube, das war auch das, wo das letzte Mal hier was hinzugefügt wurde. Jetzt wissen wir es. Das ist da irgendwann nach 1995 drin gelandet. So, und jetzt haben wir hier nochmal so einen Pokal. Dann nochmal ein Rad. Ja. Und der Rest, um es mal für euch zusammenzufassen, die nehme ich raus. Und da gucke ich mal, was da drauf ist. Den bewahren wir noch auf. Ach, noch ein Straßenschild. Seht ihr? Fahrzeugteile. Und das da sieht für mich auch so aus, als würde ich das noch brauchen können bei irgendeinem Fahrzeug. Das hier vielleicht auch. So, aber der ganze Rest sind hier so abgebrochene kleine Reste, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass wir damit noch was machen. So, aber das hier ist noch eine Figur. Vielleicht gehört die da auch rein. Gucken wir mal. Also die passt auf jeden Fall nicht zu H0, dafür war sie zu groß, ist eher so 1:64. Boah. Die Glocke. Mal die Glocke noch. Ja, die Glocke noch, dann bleibt sie da. Und was sowas hier ist, Abflug, keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht mehr heil. Und hier ist übrigens die Seitenbeklebung von unserem Esso-LKW, die hält auch nicht mehr. Ja. Das war jetzt die erste von den 4 Schubladen. Hat jetzt doch schon ein bisschen länger gedauert. Und unsere Ausbeute ist doch gar nicht mal schlecht, wenn man sich das anguckt. Ich stelle uns das mal alles hier in die Schublade wieder rein. Wir haben hier das schöne Teil hier. Wir haben die Fahrzeuge. Wir haben ein paar Radsätze. Und wir haben unsere beiden Tüten mit Sonstigem und mit Fahrzeugresten. Ja. Und dann gucken wir doch mal, wie es weitergeht. Also ich hoffe, ihr seid beim nächsten Teil wieder mit dabei. Da werden wir die zweite Schublade anfassen und danach wagen wir uns dann mal an das Rollmaterial. So viel für heute. Also macht's gut. Bis dann. Ciao.